Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Flurförderzeuge. In der Regel stellen wir bei Stapler TV einen Gabelstapler vor. Heute sind es gleich zwei. Und zwar zwei von der Firma Greenlifter. Greenlifter ist auf uns zugekommen und ich habe selber von denen vorher noch nie was gehört gehabt und haben uns ihre Gabelstapler vorgestellt. Und ich fand die vom ersten Blick an sehr, sehr interessant. Eine sehr, sehr coole Optik, aber beim Gabelstapler entscheidet ja weniger die Optik, sondern mehr die Technik dahinter und was können die, warum, wieso, weshalb baut man überhaupt sowas und was kann man damit anstellen. Greenlifter ist ein Unternehmen, die nehmen Gabelstapler von Großserienherstellern und bauen diese um. Was heißt umbauen? Hier nehmen die zum Beispiel Toyota-Gabelstapler und verpassen denen große, breitere Reifen. Das nicht für die Optik, sondern weil diese großen, breiteren Reifen natürlich deutlich weniger Bodendruck machen als normale Standardreifen, als normale Vollgummireifen das tun. Aber erstmal grundsätzlich, was haben wir hier für zwei Stapler? Das ist ein 1,5 Tonnen Toyota Gasstapler, wo man sieht, dass hier massiv am Kontergewicht umgebaut wurde. Das da drüben ist ein 1,6 Tonnen Elektrogabelstapler, Elektro-Vierradstapler, wo am Kontergewicht hinten auch ein bisschen was modifiziert wurde, aber gar nicht mal so viel. Also die ganze Rundung, so wie man es eigentlich kennt von den Toyota Gabelstaplern, das ist alles noch so, wie man das von den ganz normalen Serienfahrzeugen kennt. Greenlifter ist ein Unternehmen, das baut nicht nur Toyota um, sondern auch verschiedene andere Hersteller. Also ich habe auch schon Bilder gesehen von beispielsweise Manitou, MSI-Modellen, also den ganz normalen Industriegabelstaplern von Manitou, die eben umgebaut haben auf diese breiten Reifen für weniger Bodendruck. Also außer dem Kontergewicht und den natürlich breiten Reifen, die man sieht, haben die auch noch einige Veränderungen an den Achsen gemacht, weil natürlich der Lenkeinschlag sich auch verändern muss, weil diese breiten Reifen ansonsten am Chassis und an der Lenkachse kratzen würden, was sie hier auch teilweise noch tun, wenn man sehr, sehr stark, sehr schnell in die Kurve fährt mit vollem Lenkeinschlag. Dadurch, dass dieser Reifen dann halt sehr stark walkt, also sich sehr stark bewegt, kann es auch durchaus sein, dass man da mal zu Rahmenkontakt kommt. Das ist uns ein-, zweimal passiert. Ich glaube, an einem Lenkeinschlagsbegrenzung müssen die noch ein bisschen arbeiten. Bist du angekommen oder was? Ich glaube ja, eben so unten drinne beim. Ja, leichte Schleifspur. Wenn es nicht schleift, ist es nicht gut genug. Wir haben die Dinger bekommen zum Probefahren und zum Austesten. Wir durften die voll und ganz testen und wir haben auch, und das fand ich sehr charmant, weil die es explizit gesagt haben, wir haben auch die Freigabe gehabt, die Dinger wirklich dreckig zu fahren. Es ist jetzt ein bisschen trocken im Moment bei uns. Das heißt, wir haben jetzt nicht so irgendwelche fetten Matschpfützen gehabt bei uns hier, wo wir hätten durchfahren können. Dementsprechend sind die noch sehr sauber und nur ein bisschen staubig. Aber es ist echt beeindruckend, was man mit den Geräten fahren kann und wo wir mit denen überall lang gefahren sind. Also, Lenkachse hinten haben die ein bisschen was umgebaut, der Lenkzylinder muss natürlich ein anderer sein, die Endanschläge müssen andere sein. Ansonsten sieht man, dass zu den Reifen und eben auch die Radabdeckung ein bisschen verändert wurden, damit der Dreck und der Schlamm oder was auch immer hochgeworfen wird von den Reifen, damit das natürlich aufgefangen wird und nicht irgendwo hier oben am Gabelstapler oder in der Fahrerkabine beim Fahrerstand noch landet. Und diese Stufe finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte, hilft beim Aufsteigen nochmal sehr. Ansonsten wurde auch an den Achsen was verändert. Es gibt ja dieses Toyota SAS-System, das funktioniert bei denen nicht mehr. Das funktioniert aufgrund dieser Lenkeinschläge nicht mehr und aufgrund dieser originalen Sensorik an den Achsen. Dessen muss man sich bewusst sein, aber ansonsten andere Baureihen haben das ja gar nicht. Manitou hat ja so ein System gar nicht drin, dementsprechend müsste man da auf nichts verzichten. Hat auch auf die Standsicherheit, so wie ich sie gefahren habe bisher, überhaupt keinerlei Einfluss. Also die fahren sich super, die fahren sich sehr sicher, sehr angenehm und sehr sanft. Wir haben hier draußen vorm Gebäude Kopfsteinpflaster. Und wir waren echt wirklich überrascht, wie sauber und wie glatt die da drüber wegfahren. Vor allem, wenn du sonst weißt, wie du sonst da drüber hämmerst. Ja, genau. Ne? So und immer vorsichtig und dann. Das Ding liegt gleich in Einzelteil. Genau. Und da hämmerst du einfach so da drüber.
normalen Gabelstapler mit Vollgummibereifung darüber fährt, dann gibt das schon Schläge, dann rüttelt das und schüttelt das den ganzen Gabelstapler durch. Und diese Luftreifen, die federn halt extrem viel weg, aber man kann trotzdem noch eben schwere Paletten aufnehmen. Also 1,5, 1,6 Tonnen Tragkraft ist bei den Geräten kein Problem und das schaffen auch die Reifen. Der Umbau bei dem Gasstapler, ja, sind im Grunde genommen die gleichen Sachen gewesen. Ne? Die Reifen wurden umgebaut, das Chassis wurde größtenteils so gelassen, beziehungsweise diese Radläufe, sage ich mal, die wurden eben ein bisschen verändert. Das Kontergewicht wurde verändert und eben auch hier wieder die Hinterachse. All diese Dinge, die man eben anfassen muss, damit man diese größeren, breiteren Reifen tatsächlich auf diese Fahrzeuge bekommt. Jetzt kann man sich fragen, warum macht man das mit den großen, breiten Reifen? Das hauptsächliche Thema oder der hauptsächliche Grund, warum man das macht, ist natürlich, um den Bodendruck gering zu halten. Das heißt, wir haben eine deutlich größere Aufstandsfläche, das heißt, wir haben weniger Gewicht pro Quadratzentimeter, um eben auf Untergründen fahren zu können, wo man mit einem normalen Gabelstapler nicht fahren könnte. Zum Beispiel, wir haben das ausprobiert, wir sind über Sand gefahren, was sehr beeindruckend war. So, bleib mal, wir gehen jetzt nochmal zu dem Sand da, ich will dir nämlich was zeigen. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, ne? Wir haben hier Spuren von einem LKW, ne, 7,5 Tonner Zwillingsbereifung, die haben das abgekippt und haben hier oben drüber die Spuren von dem Gabelstapler. Und da sieht man schon, wie gering dieses Ding einsinkt im Gegensatz zu so einem LKW. Ne? Und wenn man sich vorstellt, so ein LKW hat ja auch relativ breite Reifen, 7,5 Tonnen LKW. Das ist so ungefähr vergleichbar mit einem 5 Tonnen Gabelstapler. Ne? Und da würde natürlich sinkt der noch mal ganz anders ein als so ein 1,5 Tonner oder 1,6 Tonner. Aber man merkt schon, dass eben, auch wenn man sich das hier anguckt, ne? Normalerweise würde man den Sand viel mehr teilen und so hat man eben die Möglichkeit, dass man eben mehr oben über den Sand drüber fährt. Also ich finde das schon für einen Gabelstapler ist das schon echt beeindruckend. Da hat man sehr gut gesehen, dass der Reifen oben aufliegt, während sich andere Reifen schon deutlich tiefer eingedrückt haben vom Profil her. Wir haben das auf Schotter probiert hinten. Wir haben hinten verschiedene Schotterflächen. Da ist es wirklich ähnliches Bild wie bei dem Kopfsteinpflaster. Sehr beeindruckend, wie sauber und sanft diese Geräte da drüber rollen und wie viel Schläge und Unebenheiten diese Reifen dann tatsächlich wegfedern oder absorbieren. So was. Festgefahren! Ey, das ist ein Gelände, da würde ich mit einem normalen Stapler niemals hier drauf fahren. Ja. Und wir haben das versucht, wir sind auf Gras hinten gefahren, wir sind auf verschiedenen Untergründen, die wir da hinten gefahren haben. Es ist jetzt nicht so eine reine gerade Grasfläche oder Rasenfläche, sondern schon sehr uneben da hinten, weil das alles aufgeschüttet wurde und eigentlich zugewachsen ist. Und man hat da sehr gut sehen können, wie gering die Erosion, beziehungsweise nicht Erosion, sondern wie gering die Zerstörung der Oberfläche durch diese großen und breiten Reifen eigentlich ist. Das war sehr beeindruckend, weil man eben mit den Geräten fahren kann, aber den Untergrund eben nicht beschädigt hat. Und wenn man sich das anschaut hier, dann sieht man, dass wir wirklich hier lang gefahren sind. Wir sind wirklich weit reingefahren. Und dass die Oberfläche hier, das Gras ist natürlich umgeknickt oder so. Aber wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwelche Dreckspuren hier gezogen haben oder so, dass man sich eingewühlt hat mit den Reifen, weil sie wenig Traktion haben oder so, sondern wir sind hier eigentlich ziemlich smooth drüber gefahren. Und wenn man mal schaut, was hier für Steine lagen, wo wir drüber gefahren sind, das sind richtig dicke, fette Pflastersteine, die einfach hier mit dahin gekippt haben. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass es
weniger Autos gibt oder dass zumindest ein normales Auto nicht hier hinfahren könnte, wo wir gerade mit diesem Gabelstapler hingefahren sind. Das ist halt schon echt krass. Und wie gesagt, die Oberfläche ist halt noch vollkommen in Ordnung. Und das funktioniert nicht nur auf Gras oder auf Schotter, sondern eben natürlich auch ist das ein Vorteil, wenn man andere Böden hat, Pflaster zum Beispiel. Es gibt relativ dünnes Pflaster und je nachdem, wo das gelegt ist, schont man natürlich mit diesen Reifen auch so ein Pflaster. Das heißt, die Pflastersteine brechen nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt gerade von uns hier aus dem Karlspark hier in Kassel ein Bild gesehen, wo jemand mit einer Drohne von oben geflogen ist und hat gesehen und hat die Spuren des Aufbaus von großen Festivals gezeigt, die auch nach Jahren noch zu sehen sind. Das heißt, wenn so eine Grasfläche kaputt gefahren ist. Das passiert mit solchen Reifen natürlich auch deutlich weniger, als wenn man Reifen nimmt, ja, eben Vollgummireifen, die sich dann eben deutlich tiefer in den Boden einarbeiten und dann eben auch noch dazu den Boden aufreißt. Das sind jetzt spezielle Reifen, ich glaube, für eben solche Grasoberflächen. Die bieten die auch an mit verschiedenen anderen Reifenvariationen, mit anderen Profilen, also mit diesem ganz normalen Traktorprofil, was man kennt. Und sie bieten sie auch an als ausgeschäumte Reifen, weil viele sagen jetzt, ah ja, Luft und fahre ich durch eins durch oder fahre ich mir einen Nagel rein, das ist ja platt. Also die gibt es auch in der ausgeschäumten Variante, wobei ich sagen muss, das mit dieser Luftfederung, das ist ja keine Luftfederung, das ist ja nur die Luft in den Reifen, die quasi etwas federt. Das ist eine gute Geschichte. Also hat mir persönlich bei diesen Staplern sehr, sehr gut gefallen. Bei einem normalen Industriestapler, der jetzt für den Innenbereich, für die Halle nur rein ist, da würde ich das nicht nehmen. Aber hier bei denen würde ich Luftbereifung auf jeden Fall ganz persönlich empfehlen. Der Vorteil ist natürlich auch, deswegen bauen die Elektro- und Gasstapler, dass man die aber nicht nur draußen im Außenbereich gut verwenden kann, da wo man eben ja, schlechtes Gelände hat oder schlechten Untergrund hat, sondern man kann mit diesen Geräten halt auch in einer Halle noch arbeiten. Und es ist so, wir haben das hier probiert, wir konnten quasi einen Kreis hier in der Halle fahren. Wir mussten nicht rangieren oder zurücksetzen oder so, sondern konnten reinfahren, konnten einmal drehen und konnten rausfahren. Ich glaube, mit dem geht das nicht. Ah, doch geht. Wir haben es nicht gemessen, aber es ist schon ein relativ kleiner Wendekreis für Fahrzeuge mit so einer breiten Spur und mit so breiten Reifen eben und mit einem ja auch verminderten Lenkeinschlag eben dadurch, dass die Reifen deutlich breiter sind. Also ein interessantes Konzept für draußen und drinnen, was für in jederlei Hinsicht den Boden oder den Untergrund schont, egal was für ein Untergrund ist, ob es Steine sind, ob es Platten sind, ob es Pflaster sind oder ob es halt auch ja, gewachsener Boden ist oder Schotter ist. Ich glaube, dass es eine Alternative für Unternehmen ist, die ja, mit schlechten Untergründen zu kämpfen haben. Oder beispielsweise, wenn ich mir vorstelle, Baumschulen oder solche Unternehmen, die haben natürlich immer das Problem, die haben auf der einen Seite irgendwelche Plätze, auf denen sie ja, ihre Ware umschlagen müssen, wo dann eben ein ja, LKW hinkommt und die ganzen Pflanzen und alles aufnimmt. Sie haben aber auf der anderen Seite natürlich auch ja, in den Baumschulen selber oder in den Wegen, in den Gassen selber den Untergrund, wo sie drauf fahren müssen, damit sie eben die Bäume oder die Pflanzen, die sie da rausholen, eben dann, ja, damit sie da rankommen und die nehmen können. Es gibt dann auch, man kann die mit verschiedenen Anbaugeräten ausrüsten. Hier ist jetzt gar nichts dran, hier sind jetzt noch nicht mal Seitenschieber dran. Drittes Ventil ist bei beiden verbaut, also man kann da theoretisch wie jedes andere Anbaugerät auch dran bauen. Ist dann natürlich die Frage, wie viel Resttragkraft braucht man und wie viel Resttragkraft nimmt man dann. Also insgesamt sind das zwei Geräte, die mir beim Fahren und beim Arbeiten, Arbeit will ich das jetzt mal nicht nennen, wir haben zwar hinten Palette aufgenommen und sind da mal ein bisschen rumgefahren, aber die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben und bei denen ich sehr fasziniert und beeindruckt war, wie weit man mit diesen Geräten fahren kann auf einem Untergrund, auf dem ich mich normalerweise mit keinem Gabelstapler trauen würde, im Leben nicht. Da hätte ich viel zu viel Angst gehabt, mich schon festzufahren, beziehungsweise auch irgendwo einzusacken und den in Schieflage zu bringen.
Dafür sind diese Geräte wirklich, wirklich super geeignet. Und der Vorteil, dass man sie auch im Innenbereich noch dazu nutzen kann, machen sie für jemanden, der wirklich alles braucht, also außen schlechtes Gelände, innen elektrische Antriebe oder Gasantriebe und ein schlechtes Gelände insgesamt hat und viele Unebenheiten hat, machen die, glaube ich, zu so einer Allzweckwaffe, die ich wirklich, ja, die ich beeindruckend finde. Und ich habe das so noch nicht gesehen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich solche Geräte vorgestellt bekomme oder wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Björn, kennst du das schon? Dementsprechend vielen Dank an Greenlifter, dass wir die testen durften und vielen Dank an dich für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du eine Idee hast oder wenn du ein Gerät kennst, wo du sagst, Björn, schau dir das mal bitte an, dann schreib es gerne unten in Kommentare, schick einen Link dazu rein oder so und ja, dann guck mal, vielleicht stellen wir das auch demnächst vor bei Stapler TV. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.